Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hi Tom, wie geht es dir heute? Hi Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Ich habe gerade darüber nachgedacht, was wir letzte Woche gemacht haben. Erinnerst du dich an unser Picknick im Park? Ja, ich erinnere mich. Es war ein sehr schöner Tag. Wir hatten gutes Essen und lustige Spiele. Mir haben die Sandwiches und das Obst gefallen. Das Wetter war perfekt, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Da stimme ich zu. Ich mochte es auch, Frisbee zu spielen und am See entlang zu gehen. Es war so entspannend. Es war ein toller Tag. Ich habe viele Fotos gemacht. Möchtest du sie sehen? Ja, ich würde gerne deine Fotos sehen. Vielleicht können wir bald ein weiteres Picknick planen. Das ist eine gute Idee. Beim nächsten Mal können wir mehr Freunde einladen. Ja, das wird Spaß machen. Wir können mehr Spiele spielen und vielleicht ein Barbecue haben. Ich mag diese Idee. Weißt du, was wir letzte Woche am Montag gemacht haben? Ja, ich erinnere mich. Am Montag haben wir uns morgens im Café getroffen. Richtig. Wir haben über unsere Wochenendpläne gesprochen und sind dann einkaufen gegangen. Ich habe ein neues Hemd und einige Bücher gekauft. Und du? Ich habe ein neues Kleid und ein paar Schuhe gekauft. Ich war sehr zufrieden mit meinen Einkäufen. Das war ein schöner Tag. Ich erinnere mich auch, dass wir am Mittwoch zur Kunstgalerie gegangen sind. Ja, das haben wir. Die Kunstgalerie war sehr interessant. Mir haben die Gemälde und Skulpturen gefallen. Ich habe viel über moderne Kunst gelernt. Es war ein sehr lehrreicher Besuch. Und am Freitag haben wir in diesem neuen italienischen Restaurant zu Abend gegessen. Oh ja, daran erinnere ich mich. Das Essen war köstlich. Ich hatte Pasta und einen Salat. Ich hatte Pizza und ein schönes Dessert. Wir sollten irgendwann wieder dorthin gehen. Da stimme ich zu. Es war eine großartige Woche. Wir haben viele schöne Dinge zusammen gemacht. Ich bin sehr glücklich, wenn ich an unsere Aktivitäten denke. Was machst du nächste Woche? Nächste Woche habe ich etwas Freizeit. Ich würde gerne mehr Aktivitäten mit dir planen. Das ist wunderbar. Vielleicht können wir wieder in den Park gehen oder ein neues Museum besuchen. Ja, ich würde gerne ein neues Museum besuchen. Ich möchte auch ein neues Restaurant ausprobieren. Ich habe von einem neuen Café gehört, das kürzlich eröffnet hat. Das können wir uns ansehen. Das klingt gut. Wir können uns am Dienstag oder Donnerstag treffen. Lass mich meinen Kalender überprüfen. Ich habe am Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen Zeit. Super. Lass uns am Dienstag im Park für ein Picknick treffen und am Donnerstag im neuen Café. Perfekt. Ich bringe ein paar Snacks für das Picknick mit und du kannst den Ort für das Café auswählen. Ja, ich werde einen guten Platz im Café finden. Ich freue mich darauf. Ich auch. Es macht immer Spaß, Zeit mit dir zu verbringen. Alice, ich habe eine Frage. Was hat dir letzte Woche am meisten an unseren Aktivitäten gefallen? Ich denke, am meisten hat mir das Picknick im Park gefallen. Es war sehr entspannend und voller Spaß. Da stimme ich zu. Das Picknick war auch mein Favorit. Ich habe auch den Besuch in der Kunstgalerie genossen. Es war sehr interessant. Ja, die Kunstgalerie war großartig. Ich habe viel gelernt und viele schöne Kunstwerke gesehen. Und das Abendessen im italienischen Restaurant war sehr schön. Das Essen war köstlich und die Atmosphäre war angenehm.
Ich probiere gerne neue Restaurants aus. Es ist immer aufregend, verschiedene Speisen zu schmecken. Das gefällt mir auch. Jedes Mal, wenn wir ausgehen, fühle ich mich, als ob ich eine neue Erfahrung mache. Denkst du, dass wir letzte Woche etwas Schwieriges gemacht haben? Nicht wirklich. Alle unsere Aktivitäten waren lustig und einfach. Wir hatten eine gute Balance zwischen Freizeit und Lernen. Ich stimme zu. Selbst als wir das Museum besucht haben, war es lustig und nicht zu schwer. Ja, ich denke, die besten Tage sind die, an denen wir entspannen und einfache Dinge genießen. Ich fühle, dass unsere gemeinsame Zeit mich sehr glücklich und entspannt macht. Mir geht es genauso. Zeit mit dir zu verbringen ist immer ein Vergnügen. Ich bin sehr dankbar für unsere Freundschaft und die schönen Zeiten, die wir teilen. Ich fühle genauso. Unsere Aktivitäten helfen mir, mich zu entspannen und neue Dinge zu lernen. Was hast du letzte Woche alleine gemacht? Alleine habe ich ein wenig gelesen und bin ein paar Spaziergänge gemacht. Ich habe auch etwas Zeit damit verbracht, Filme zu Hause zu schauen. Das klingt schön. Ich habe auch ein Buch gelesen und meine Kochkünste geübt. Ich habe ein neues Rezept für einen Kuchen ausprobiert. Das ist großartig. Ich liebe es, wenn du neue Rezepte ausprobierst. Dein Essen ist immer köstlich. Danke, Tom. Manchmal lade ich meine Familie zum Abendessen ein, wenn ich etwas Neues koche. Das ist eine gute Idee. Ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie am Wochenende. Wir spielen oft Brettspiele und sprechen über unsere Woche. Ich genieße die Zeit mit der Familie auch. Es ist wichtig, sich mit seinen Lieben zu entspannen. Ja, die Balance zwischen Zeit mit Freunden, Familie und allein ist sehr wichtig. Ich stimme zu. Alleinzeit hilft mir nachzudenken und für die Zukunft zu planen. Und Zeit mit Freunden macht mich glücklich und gibt mir neue Ideen. Ich fühle, dass unsere Freundschaft mein Leben bunter macht. Ich fühle das Gleiche. Jede Woche freue ich mich auf unsere Treffen und lustigen Aktivitäten. Hast du Pläne für das Wochenende? Ja, an diesem Wochenende werde ich meine Eltern besuchen. Ich werde am Samstagmorgen zu ihrem Haus fahren. Das klingt schön. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit mit deiner Familie. Danke, Alice. Und du? Hast du Pläne? Ich plane, mich am Samstag zu Hause zu entspannen. Vielleicht lese ich ein Buch und schaue einen Film. Das ist ein guter Plan. Am Sonntag werde ich einen langen Spaziergang im Park machen. Ich gehe gerne spazieren und genieße die Natur. Ich könnte am Sonntag mitkommen, wenn du möchtest. Ja, bitte. Je mehr, desto besser. Wir können spazieren gehen, reden und vielleicht wieder ein Picknick machen. Das ist eine großartige Idee. Ich bringe ein paar Snacks mit und du kannst ein paar Getränke mitbringen. Perfekt. Ich freue mich darauf, dich am Sonntag zu sehen. Ich auch, Tom. Es macht immer Spaß, Zeit mit dir zu verbringen. Wie fühlst du dich über unsere Aktivitäten letzte Woche? Ich bin sehr glücklich über unsere Aktivitäten. Sie waren lustig und ich habe neue Dinge gelernt. Ich fühle mich genauso. Jede Aktivität war interessant und hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ich mag es, dass wir verschiedene Dinge ausprobiert haben. Wir sind in den Park gegangen, haben das Museum besucht und ein neues Restaurant ausprobiert. Ja, ich denke, neue Dinge auszuprobieren ist sehr wichtig. Es macht das Leben aufregend. Ich mag auch, dass wir Zeit damit verbracht haben, zu reden und zu lachen. Es stärkt unsere Freundschaft. Ich stimme zu. Gute Gespräche sind ein Teil dessen, was unsere Zeit zusammen besonders macht.
Ich bin sehr dankbar für unsere Freundschaft und all die schönen Erinnerungen, die wir teilen. Ich auch, Tom. Ich hoffe, wir können in Zukunft viele weitere schöne Aktivitäten planen. Ja, ich freue mich auf viele weitere glückliche Tage mit dir. Kannst du mich daran erinnern, was wir am Mittwoch gemacht haben? Ja, am Mittwoch sind wir zur Kunstgalerie gegangen. Es war sehr interessant. Ich erinnere mich daran. Wir haben viele schöne Gemälde und Skulpturen gesehen. Ich habe viel über moderne Kunst gelernt. Ich auch. Die Kunstgalerie war meine zweifelhafte Lieblingsaktivität der Woche. Was war deine erste Lieblingsaktivität? Meine erste Lieblingsaktivität war das Picknick im Park. Es war sehr entspannend und lustig. Da stimme ich zu. Das Picknick war das Beste. Wir hatten gutes Essen, haben Spiele gespielt und das Wetter genossen. Ja, das Wetter war perfekt. Ich mochte auch unser Abendessen im italienischen Restaurant. Das Essen war köstlich. Ich denke, neue Restaurants auszuprobieren ist immer eine gute Idee. Ich möchte mehr neue Orte mit dir ausprobieren. Ich fühle das Gleiche. Jede neue Erfahrung macht unsere Freundschaft spannender. Tom, möchtest du etwas Besonderes für nächste Woche planen? Vielleicht können wir einen Tagesausflug in eine nahegelegene Stadt planen. Wir können erkunden, gutes Essen essen und viele Fotos machen. Das ist eine wunderbare Idee. Ich war noch nie in dieser Stadt. Ich habe gehört, dass die Stadt einen schönen Markt, ein kleines Museum und schöne Straßen hat. Ich würde das gerne sehen. Wir können mit dem Bus fahren oder zusammenfahren. Ja, ich werde den Busfahrplan überprüfen. Wir können am Mittwoch oder Samstag gehen. Lass mich meinen Kalender ansehen. An beiden Tagen habe ich Zeit. Super! Lassen Sie uns für Mittwochmorgen planen. Wir können uns um 9 Uhr am Busbahnhof treffen. Perfekt. Ich bringe eine Kamera mit, um Fotos zu machen, und du kannst eine Karte mitbringen. Ja, ich werde eine Karte der Stadt ausdrucken. Ich freue mich auf unseren Ausflug. Ich auch, Tom. Es wird ein spannendes Abenteuer. Ich möchte dir für all die schönen Zeiten danken, die wir letzte Woche hatten. Ich fühle mich sehr glücklich, einen Freund wie dich zu haben. Wir haben immer Spaß zusammen. Ich fühle das Gleiche. Unsere Freundschaft ist mir sehr wichtig. Ich hoffe, wir können auch weiterhin viele schöne Aktivitäten planen. Ja, ich freue mich auf weitere Picknicks, Museumsbesuche und das Ausprobieren neuer Restaurants mit dir. Ich bin gespannt auf all die neuen Erfahrungen, die wir teilen werden. Tom, bevor wir abschließen, möchtest du etwas über unsere letzte Woche sagen? Ja, ich möchte sagen, dass letzte Woche eine der besten Wochen war, die ich seit langem hatte. Ich fühle das Gleiche. Jeder Tag war voller Spaß und guter Erinnerungen. Ich habe das Picknick wirklich genossen. Es war so entspannend und voller Lachen. Und ich habe die Kunstgalerie und das italienische Restaurant genossen. Ich habe neue Dinge gelernt und neues Essen probiert. Ja, neues Essen auszuprobieren ist immer aufregend. Ich möchte beim nächsten Mal mehr neue Gerichte ausprobieren. Ich auch. Ich möchte auch mehr Museen besuchen und vielleicht sogar ein Konzert. Das ist eine gute Idee. Wir können einen Konzertbesuch für nächsten Monat planen. Ja, ich werde nach Konzertterminen suchen. Ich bin sehr glücklich, dass wir letzte Woche so viel Zeit miteinander verbracht haben. Ich bin auch glücklich, Tom. Danke, dass du ein guter Freund bist. Und für all die schönen Zeiten. Danke, Alice. Ich freue mich auf viele weitere glückliche Tage mit dir. Ich auch. Lass uns bald unsere nächsten Aktivitäten planen.
Tom, ich habe noch eine Frage. Was hast du aus unseren Aktivitäten letzte Woche gelernt? Ich habe gelernt, dass es für mein Glück sehr wichtig ist, Zeit mit Freunden zu verbringen. Ich habe gelernt, dass Neues auszuprobieren das Leben aufregender und lustiger macht. Ich habe auch gelernt, dass gutes Essen und gute Gesellschaft jeden Tag besonders machen. Ja, jede Mahlzeit, die wir geteilt haben, war köstlich. Und jedes Spiel, das wir gespielt haben, hat Spaß gemacht. Ich fühle, dass unsere Aktivitäten mir helfen, mich zu entspannen und meinen Arbeitsstress zu vergessen. Ich fühle das Gleiche. Wenn ich Zeit mit dir verbringe, fühle ich mich immer glücklich und ruhig. Ich möchte weiterhin mit dir lernen und Spaß haben. Vielleicht können wir sogar einen Kochkurs zusammen planen. Das ist eine großartige Idee. Ich würde gerne neue Rezepte lernen und zusammen kochen. Ja, das können wir für nächsten Monat planen. Ich bin sehr aufgeregt über unsere zukünftigen Pläne. Alice, danke für heute. Ich habe es genossen, über unsere letzte Woche zu sprechen. Danke, Tom. Ich habe auch unser Gespräch genossen. Es ist schön, sich an all die schönen Zeiten zu erinnern, die wir hatten. Ich freue mich auf unser nächstes Picknick und unseren Ausflug in die nahegelegene Stadt. Ich auch. Ich werde dich am Montag anrufen, um unsere Pläne zu bestätigen. Bitte tu das. Ich freue mich immer auf unsere Treffen. Hab ein schönes Wochenende mit deiner Familie, Tom. Danke, Alice. Genieße deine entspannende Zeit zu Hause. Bis nächste Woche. Bis dann, Tom. Pass auf dich auf. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Gespräche auf Deutsch verpasst. Bis zum nächsten Video.